Ein Besuch, der also für Aufsehen sorgte. Mir zugeschaltet ist nun die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament. Hallo, Frau Strack-Zimmermann. Ich grüße Sie ganz herzlich. Annalena Baerbocks Botschaft lautete ja, dass die finanzielle Unterstützung Syriens auch vom Umgang mit den Frauenrechten abhängt. Dass der neue Machthaber ihr den Handschlag verweigerte, zeigte, so Baerbock, aber auch, aus welcher ideologischen Ecke er kommt. Das habe sie auch schon vorher gewusst. Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen? Feminismus und Islamismus? Naja, also das passt natürlich nicht zusammen, Feminismus und Islamismus. Aber ich glaube, wir sollten ein bisschen entspannter damit umgehen. Ich erinnere mich, als Verteidigungspolitikerin auf einer Sicherheitskonferenz in Katar gewesen zu sein. Da waren die Kataris bzw. der Iran vertreten. Der gab mir auch keine Hand, während der Sultan von Oman die Hand gab. Also das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Was aber viel wichtiger ist als jetzt diese Sache, ist, dass Annalena Baerbock, begleitet vom französischen Außenminister, dorthin gereist ist. Das ist eine wichtige Reise, ein gutes Zeichen. Weil Europa muss nach Syrien schauen. Europa hat jahrzehntelang nicht nach Syrien geschaut und hat sich auch nicht eingemischt, was mit Sicherheit falsch war, denn dadurch gab es überhaupt die Möglichkeit Russlands, dort diesen brutalen Assad zu unterstützen und dieses Land eben zu zerstören. Jetzt ist wichtig, dass beim Wiederaufbau, bei einem möglichen Wiederaufbau, präsent Europa da ist. Und natürlich, und da hat die Außenministerin recht, werden Frauenrechte eine Rolle spielen müssen. Und es ist auch richtig, klarzumachen, dass gerade finanzielle Mittel, also Investitionen, die wichtig werden, damit auch die europäische Flagge dort für die Menschen, für die einfachen Menschen dort sichtbar wird, eben auch positiv belegt wird, ist natürlich richtig, darauf hinzuweisen, dass ein freies Europa, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind, selbstverständlich nichts unterstützt, wo das dort nicht der Fall ist. Aber ich würde das mit dem Handschlag jetzt mal ein bisschen runterbeamen. Ich persönlich muss auch zugestehen, dass ich das Händeschütteln sowieso nervig finde. Aus ästhetischen Gründen finde ich es, wie man es in Asien macht, wo man die Hand ans Herz oder zusammennimmt und sich grüßt. Ich finde, das reicht auch. Und Sie haben es eben schon gesagt, man habe sich nicht eingemischt. Jetzt möchte man sich einmischen. Die EU will Syrien also bei einer umfassenden und friedlichen Machtübergabe und beim Wiederaufbau unterstützen. Wir als Europäer wollen ja aber nicht Geldgeber für eine Islamisierung sein. Wie lässt sich das denn aus Ihrer Sicht verhindern? Nein, das ist ja genau der Punkt. Natürlich können wir nicht Geldgeber für eine Islamisierung sein. Und das hat die Außenministerin ja auch klar gemacht. Wir wollen, dass Syrien ein Staat wird, wo Menschen in Frieden leben können. Das konnten sie in den letzten Jahrzehnten nicht durch dieses brutale Regime. Es ist übrigens auch in unserem Interesse, dass Syrien im nahen Mittleren Osten befriedet wird, möglicherweise auch ein Frieden mit Israel zustande kommt. Das ist alles für Europa auch wichtig, nicht nur wegen der Flüchtlinge, die hier sind, sondern dass die ganze Region stabil ist. Und man muss natürlich einem solchen Herrscher, den wir ja noch nicht wirklich einschätzen können, er ist ein Islamist gewesen, scheint gemäßigt zu sein. Ist das so? Das wissen wir nicht. Aber ihm klar zu machen, wenn das Land wieder ein regelbasiertes Land wird, international Gemeinschaft aufgenommen werden soll, gibt es Regeln. Und die heißen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und entsprechend auch behandelt werden müssen. Das klar zu machen, ist von großer Bedeutung. Das hat sie gemacht. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, es gibt eine Menge Länder, gerade wenn man international unterwegs ist, da können Sie als Frau, ich bringe das mal auf den Punkt, wenn Sie Ihre Periode haben, nicht in einen Tempel gelassen werden. Trotzdem sind das Länder, mit denen wir Handel betreiben. Also kein Geld für einen islamischen Staat. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Aber wir sollten uns nicht an den Details aufhalten, sondern wo geht die Reise hin in Syrien? Und Syriens Machthaber muss wissen, Europa steht nur, wenn eben die grundsätzlichen Menschenrechte befolgt werden. Das sind Frauenrechte, aber das sind eben auch Rechte einer Justiz aufzubauen. Denn Sie haben ja auch gerade die Bilder gezeigt, was es bedeutet und wie brutal Assad mit Gefangenen, mit oft politischen Gefangenen umgegangen ist. Frau Strack-Zimmermann, Sie haben es schon angesprochen, es gibt Regeln, es geht auch um Menschenrechte, es gibt Menschenrechte, aber es geht ja auch immer um Interessen. Während für Frankreich der Kampf gegen den Terrorismus im Vordergrund steht, ist es in Deutschland ja vor allem die Migration. Klar, da müssen auch Kompromisse mit der syrischen Übergangsregierung her. Wie weit dürfen diese Kompromisse denn gehen? Naja, das wird sich erst mal weisen, was alles auf dem Tisch liegt. Also auch Frankreich hat ein Interesse übrigens, dass dort Frieden herrscht in der Region, dass der Terror, wir dürfen ja nicht vergessen, dass es übrigens Deutschland auch war, die gemeinsam mit den Kurden, die ja auch in Syrien davon betroffen sind, den IS bekämpft hat,
Also wir haben alle ein großes Interesse und Deutschland und Frankreich sind nun mal die Nationen, die in Europa auch mit gutem Vorbild voranschreiten können. Wie weit können Kompromisse gehen? Das kommt darauf an, was auf dem Tisch liegt. Ich glaube, bei Menschenrechten kann es keine Kompromisse geben. Es muss klar sein, dass, wenn europäische Mittel fließen, dass dort eben auch Regeln gelten müssen. Und das kann man einem solchen neuen Herrscher und seiner Entourage, muss man es sehr, sehr deutlich machen. Die Frage der Kompromisse ist immer eine schwierige. Ich glaube, dass wir in Deutschland und im Westen uns klar sein müssen, dass das, was wir unter Demokratie verstehen, dass diese Regeln nicht zwingend auf der ganzen Welt gelten. Und wenn wir diese 100% Regeln wollen, werden wir keine Partner mehr auf dieser Welt finden. Insofern wird es auf die Details ankommen. Und ich glaube, es ist selbstverständlich, und das sage ich als Frau, zu Ihnen als Frau, dass dort Frauen gleichberechtigt sein müssen. Ich glaube, die Frage darf sich nicht stellen. Und das heißt, dass eben das auch mit ein Thema sein muss, was auf den Tisch gelegt wird. Das hat die Ministerin ja auch gemacht. Frau Strack-Zimmermann, erstmal vielen Dank für Ihre Einschätzung des Baerbocks Besuchs in Syrien.